Moin und damit willkommen wieder zu DNSec. Wir sind ja stehen geblieben in der letzten Folge. Ich habe mir schon mal einen Account angelegt auf tryhackme.com. Dort beantwortet man einige Fragen und dann steht hier, was ungefähr passiert. Naja, zum Beispiel heute starte mit dem ersten Raum, diese Woche baue dann Fundament, diesen Monat navigiere durch verschiedene Module und dann verdiene ein Zertifikat. So, wenn wir jetzt hier schauen, sehen wir auch tatsächlich, dass uns Free Security empfohlen wird. Wir könnten mal auf View Pfad gehen und wir sehen hier Intro in Offensive, in Defensive und Karriere. Dann lernen wir alles über Networking, LAN und. Genauso für die Operationssysteme, Windows, Linux, Datenbanken, Kryptographie, bekomme Hacker und bekomme Defender. Also genau. Und wir drücken einfach mal auf Start Learning und schauen einfach mal. Genau. Also tatsächlich, ich kann das natürlich auch so machen. Ich weiß nicht gar nicht, habe ich jetzt hier ein Plugin drauf? Ne, dann müsste ich das tatsächlich so machen. Also, wenn das funktioniert, genau. Bei Offensive Security geht es darum, wie ein Hacker, wie ein Angreifer denkt, oder wie ein Angreifer denkt, Schwachstellen zu finden, bevor er echt hacken tut. In diesem Raum hacken sie ihre erste Website in einer sicheren und legalen Umgebung, um zu sehen, wie ethische Hacker vorgehen. Welche Begriffe beschreibt die Simulation der Aktion eines Hackers, um Systemschwachstellen zu finden, offensiv oder defensiv? Also, wir haben ja offensiv ist ja tatsächlich, wenn wir es, glaube ich, versuchen, und defensiv ist, wenn wir es abwehren. Also offensiv ist immer, wir versuchen in ein System einzudringen und machen aktiv etwas dagegen. Und defensiv ist, wir versuchen Wege zu finden, ohne aktiv zu werden, sprich ohne, dass wir anfangen zu hacken. So, das heißt offensiv Security. Genau. Ich werde am Ende von die Task wahrscheinlich auch noch mal ein paar Screenshots machen und werde dann in eine Sheets-Datei, die ich euch dann auch öffentlich verlinke, so die wichtigsten Sachen tatsächlich zusammenbröseln, dass wir einfach so die wichtigsten Sachen beisammen haben, die wichtig sind. Und wie gesagt, ich werde hier demnächst auch noch mal mein Profil ändern. So, wir drücken mal auf Dings und haben es richtig. Okay. Wie gesagt, es gibt leider keinen Ton hier, das ist halt alles sehr still, ist halt alles Browser. So, dieser Raum simuliert ein Desktop eines realen Systems, drücke den View, also drücke den Seite anzeigen. So, und dann steht hier auf. Okay, warte mal. Genau, das ist das. Also hier steht auf eine Fake-Bank Anwendung mit dem Namen Fake Bank startet. Wenn die ist, können wir das Ding machen. So, und dann ist hier was ist die Account Number, shows in the Fake Application, also was ist die Banknummer, die in dieser Application angezeigt wird. Wir haben hier das Menü, einfach irgendeine Bank und wir haben hier die 8881. Haben wir 8881. Haben wir. Danach können wir das wieder schließen. So, als nächstes haben wir wieder die Fake-Website. Danach sollen wir ein Terminal benutzen und wir sollen ein Cyber Security Tool nutzen, um die versteckten Seiten zu finden, die man auf der Website nicht findet. Sollen wir den Terminal nutzen, um diese uns anzeigen zu lassen. In den Terminal sollen wir den Befehl derp bzw. diesen hier Befehl kopieren und die Ausgabe mit der Leine startet mit einem Plus, wenn etwas gefunden wurde. Dann steht hier, derp hat einen Link gefunden, Fakebank HTML Image. Und was ist die andere versteckte Seite oder Link URL? Genau, Dirtbuster kennt man ja auch tatsächlich. Das ist tatsächlich, um versteckte Verzeichnisse zu finden. Allerdings muss man halt ehrlich sein, man arbeitet ja mit einer Datei, beziehungsweise man arbeitet mit eine Wordliste. Eine Wordliste sind halt
Da sind halt verschiedene Ordnerstrukturen drin, die üblich sind, zum Beispiel WP-Admin für WordPress-Admin und all solche Sachen, CSS, XML und API.fakebank.thm und sowas, alles ist damit drin. Aber wenn etwas nicht in der Liste mit drin ist, in dieser Setliste, sage ich mal, heißt es ja, oder diese Derp-List, kann man halt diese Seite auch nicht finden. Das heißt, wenn du den Ordner irgendeinen kryptografischen Link gibst, ja, wie irgendeine zufällige Reihenfolge, wird dir halt dieses Programm hier auch die nicht anzeigen können, weil die halt nur mit einer Wordlist arbeiten. Genau. Haben wir auch. Und als nächstes haben wir hier, wir können die Seite schon mal öffnen. Wir sollen in das versteckte Admin-Panel navigieren. Genau, um die versteckte Admin-Seite zu finden, sollen wir auf -Bank-Transfer gehen. Das ist hier die Seite, die wir tatsächlich gefunden haben. Wie gesagt, das sind natürlich jetzt ganz einfache Sachen. So, wir haben hier einen Account mit 1, 2, 3, 4. Wir sollen die 8881 nehmen und wir sollen 2000 oder mehr eingeben. Dann erhalten wir ein Pop-up oder ein zweites Fenster, wo die Fleck drinne steht und wir sind drinne. Das heißt, wir konnten mit Banktransfer in dem Sinne konnten wir jetzt auf verschiedene Sachen zugreifen, die vorher so nicht möglich waren. Genau. So, wir haben das abgeschlossen. Okay, und dann wird uns gefragt jetzt, wie wollen wir machen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir sagen, wir wollen ein 3-Tages-Day machen. Wir machen erstmal auf 3 Tage und wir machen den nächsten Raum. Okay, so, jetzt habe ich es geändert. Wir haben hier oben noch eine Benachrichtigung, die blende ich euch auch aus, weil da sind jetzt wirklich meine Namen und so drin. Wie gesagt, muss nicht unbedingt sein. Okay, wir haben jetzt den offiziellen Security-Intro gemacht, jetzt geht's weiter. Und das ist tatsächlich komplett überarbeitet worden. Damals hattest du einfach eine Liste nach unten gehabt. Das haben die designtechnisch komplett geändert. Und wir haben jetzt die defensive Seite. Die defensive Seite hatte ich euch ja schon mal grob erklärt gehabt. Das ist jetzt so zumindest das, was mir halt einfällt. Wir gehen aber mal durch. Bedeutet, wir verteidigen ein System oder beziehungsweise Geräte vor Angreifer. Damit wir natürlich wissen, wie so ein Angriff funktioniert, müssen wir erstmal selber verstehen, wie das System funktioniert, wie Angreifer vorangehen und wie wir das System verteidigen können. Dass eigentlich die defensive Sicherheit darauf konzentriert, zu erkennen oder auch zu untersuchen, von wo Angriffe kommen könnten, wie die durchgeführt werden könnten, welche Reaktionsmaßnahmen machen kann, um natürlich Schäden zu vermeiden. Ja, also es geht halt eher primär darum, wie kann man etwas sichern anhand der Systemdaten und nicht, wie kommen wir da rein. So. Was ist das Hauptziel der Defensive? Das ist dann dieses Detect and Resistance. So. Genau, und jetzt haben wir dieses Detection Supply Activity. Ich übersetze euch das einfach mit Dings, damit ihr lesen könnt. Und zwar, der Joe ist ein Lehrling in SOC als Analyst. Und er hat ein Überwachungsdashboard, woraufhin er halt die Reporte machen muss. Echte CO verlassen sich jeden Tag auf Tools wie diese, um normale Aktivitäten von verdächtigen Verhalten zu trennen. Und im Moment braucht Joe ihre Hilfe bei der Untersuchung, bevor es einen schwerwiegenden Vorfall kommt. Genau, so hier kann man nochmal lesen, was genau das ist, aber das ist halt in dem Sinne halt so ein Siemens-Programm nennt sich das oder Siemens-Programm. Da laufen halt alles ein, da wird halt alles protokolliert auf die Systeme, ja, wie von den Benutzern, die IPs, welche Connection die gemacht haben, welche Dateien runtergeladen wurden, welche Dateien verschickt wurden, welche Netzwerkaktivitäten gemacht haben. Dann werden natürlich auch E-Mail-Adressen kontrolliert, sind dazu auffällige Dateien, ja, zum Beispiel DOX-Dateien, also Word-Dokumente. Haben diese Dokumente vielleicht Makros drin? Wie ist die Anrede der E-Mail? Ja, gibt es auffälligen Traffic? Gibt es auffällige Prozesse und. Das heißt, das ganze System wird halt rund um die Uhr bewacht und so ein
Programm leuchtet dann halt auf und da sitzt halt so ein SOC-Analyst, sitzt halt da und der guckt sich halt an und macht Sortierung halt, ist es true oder false. Und dann wird natürlich ein Check halt gemacht. Ja, also hier, ob es true oder falsch ist. So, und wir haben ja jetzt hier tatsächlich so Sachen, was man ja hier sieht. Ja, wir können natürlich nichts machen. Und das ist jetzt natürlich sehr einfach gehalten. Normalerweise hast du hier sehr viele Meldungen und das ist auch teilweise sehr komplex. Aber wir sehen hier, dass für eine Web Discovery Attack, das heißt Dateisystem zu kommen, wo man Daten uploaden kann, zum Beispiel über FTP oder über fehlkonfigurierten Dateien. Und das ist halt die IP-Adresse. Das heißt natürlich, der nächste Schritt wäre dann gewesen oder wäre dann die Angriffe zu blockieren. Ja, man sieht zum Beispiel hier jetzt auch, das ist jetzt zum Beispiel das. Und das ist jetzt zum Beispiel das, was wir vorhin gemacht haben. Ja, wir sehen zum Beispiel, dass sie gemacht wurden und wir sehen halt hier, dass man die Seite gemacht haben, die natürlich mit 404 und 403 gemacht werden. Man kann natürlich eine HTTP oder HT-Tag-Datei oder wie auch immer die heißt, welche Seite man besuchen darf und nicht. Ja, man sieht dann zum Beispiel auch meistens die Geolocation. Allerdings muss man halt ehrlich sein, bei einer IP-Adresse, die Geolocation ist nicht viel wert. Alleine durch VPN-Dienstleistern oder durch Botnetze, keine Ahnung was, kann man halt immer wieder die IP verschleiern. Und wir sehen halt, dass die IP-Adresse verdächtigt ist oder schädlich ist, besser gesagt. Und es ist halt so, dass teilweise gewisse IP-Adressen halt sehr aggressiv genutzt werden von Botnetzen. Und so kann man es dann gut einschätzen. Genau. So, danach sollen wir als nächstes den Angreifer identifizieren. Wir sollen herausfinden, naja, über welchen Link hat das gemacht. Das hatten wir ja schon gesehen gehabt. Da tut sich gar nichts. Das heißt, wir können das alles machen. Hatte ich euch ja vorher schon erklärt gehabt. Und hier haben wir das denn zum Beispiel. Ja, wir können, das ist halt das, was man hier halt machen kann in diesem Dashboard. Ja, man kann halt diese IP blocken und macht das. Ja, man wählt hier eine Zeit rein, ein Update und dann haben wir hier den Key für diese Fake Bank. Die drücken wir rein und haben es erledigt. Ja, das heißt, man sperrt den Angreifer aus, dass er halt einfach gar nicht mehr die Seite erreichen kann und im besten Fall eine Fehlermeldung erhält. So, danach kommt die Karriere in Cyber Security. Also es geht auf jeden Fall erstmal wieder um tatsächlich diese Fake Bank, die wir vorhin auch hatten. Darum geht das wieder. Das wird zumindest beschrieben. Und der steht halt unter einem Angriff. Ja genau, wird derzeit angegriffen. Ein Ransom-Angriff ist durchgerutscht. Kundendaten wurden gestohlen. Die Uhr tickt. So betreten Sie den Security Operation Hub und helfen Sie Team zu stoppen. So. Ich lese euch jetzt nicht alles vor, wie gesagt, ihr müsst das selber machen. Ich lese das eben selber durch, deswegen sind hier auch mal Cuts. Ich erkläre euch nur das Wichtigste und das, was nicht so wichtig ist, überspringen wir einfach. Okay, jetzt haben wir ein kleines Minigame. Wir sollen hier auf den Monitor klicken und wir haben hier einige Sachen. Ja, und zwar ein Windows-Tool wurde in den Temp-Ordner gefunden. Danach wurden 47 falsche Login-Daten gemacht. Das war, glaube ich, ein normaler Eintrag tatsächlich. Der Angreifer hat vollen administrativen Zugriff auf das System erhalten und hat ein System ausgeführt. Okay, das heißt, genau, da sollten wir die 3 Sachen auswählen. Das haben wir gemacht. Hier und jetzt. Um das zu machen. Also, wir sollen wahrscheinlich jetzt aufbauen, wie wir es machen. Das heißt, das erste war natürlich, es wurde eine Fake-E-Mail mit einer verdächtige E-Mail geschickt. Danach wurde ein Dokument ausgeführt, die Daten wurden auf den Server kopiert und er hat sich vollen Zugriff geholt. So, das müsste die Reihenfolge sein. Haben wir auch. Es ist jetzt so mittlerweile so Storytelling gewesen. So, das haben wir. So, jetzt müssen wir das wahrscheinlich machen. Und zwar müssen wir herausfinden. Also, die Nachricht wurde um 12:11 Uhr geöffnet. Danach um 12:30 Uhr gestartet. Und dann wurde das Programm ausgemacht und haben einen finalen Report.
Und so hat man das dann zurück verfolgt. Und jetzt müssten wir eigentlich. Achso, was haben wir hier? Jetzt sollen wir was machen. Also Website Load ist Office Stuff. Ist erlaubt. Office Computer send Data. Also der Office sendet Daten außerhalb des Internets. Office ist ja, die Bürocomputers versuchen Zugriff auf die Kundendatenbank zu erhalten. Und es werden E-Mails gesendet und beantwortet. Ne? Also, und verschickt und sowas alles. Aber das ist ja normal, das ist normal ein Office-Betrieb. Das heißt, das ist auch in Ordnung. Und dann haben wir hier den Key und damit haben wir das auch gemacht. Ja, dann kommen wieder ein bisschen Gelese hier. Genau, Blue Team und Red Team. Genau, ich lese mir das mal kurz durch und dann. Okay. Also ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe einfach David und Forensic Analyst eingegeben und was hat das Tool gemacht? Beziehungsweise ich habe einfach nur Forensic eingegeben und das Tool hat sofort erkannt, ja, das ist richtig. Na, also im Grunde genommen, wer hat die Logs untersucht gehabt und wer hat diesen praktischen Teil gemacht? Das hatten wir ja oben gehabt. Das war David. Und wie nennt man das, was die hier gemacht haben? Beziehungsweise wie genau konkret heißt das? Sobald der Angreifer Identität ordnet man die Ergebnisse chronologisch nachvollzieht, wie sich die Angriffe bewegt haben. Also wie nennt man das? Naja, wenn man etwas untersucht, wie etwas passiert ist, ist es meistens die Forensik. Genau. Ja, also Blue Teaming ist dann halt immer, die sind eher so die Passiven, die arbeiten im Hintergrund und analysieren und machen Forensik, und die Red Teaming, die gehen dann auf volle Kanone. Nochmal. Okay. Da hatte ich gerade eine kleine Gedächtnislücke gehabt, aber tatsächlich ist das ja ein Pentest, heißt das hier, ne? Also konkret gesagt, Red Teaming sind auch eine Art Pentester. So. Jetzt sollen wir beim Helfen der Fake Bank sollen wir ein Quiz machen bezüglich der Rollen. Okay, welche neuen Technologien mag ich? Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern das eine Auswirkung auf uns hat, aber lass uns doch mal gucken. Also welche neuen Technologien mögen wir denn? Boah, mag ich denn Testing? Watch how it works before making a change. Ja, das würde ich da erstmal sagen, ne? Wenn ich etwas über die Hacker in den Nachrichten höre, Key, den man halt über Google und so hat, dass man halt überhaupt kein Passwort mehr benutzt. Aber ansonsten auf jeden Fall eine zweite Verifizierung. Das heißt, ich würde als erstes das Passwort resetten. Okay, also anhand des Quizzes wurde mir gesagt, ja, du bist das. Und ich wäre ein Security Analyst aufgrund dessen, wie ich die Fragen halt beantwortet habe. Ich habe die Fragen halt aber nur so beantwortet, wie die für richtig sind. Ich habe übrigens natürlich noch hier für euch, damit ihr das hier mitlesen könnt, sowas hier geholt. Dann brauche ich nicht mehr die ganze Seite übersetzen. Genau, das heißt jetzt, er sagt mir, die nächsten Learning-Fahrende wären Pre-Security, SOC Level 1 und Junior Penetration Tester. Das ist tatsächlich das Interessanteste, aber auch natürlich Intermedium, also Mittel, ne, nicht mehr so leicht. Genau. Okay, wir drücken mal auf Check, schließen den Bums ab und haben 3 von 3 Räume completed. Und haben jetzt als nächstes, gehen wir zum Dashboard. AI Security, ne, das wollen wir ja nicht. So, Viewpart. Hey. Also das haben wir jetzt komplett fertig. Das ist diese Einführung und als nächstes würde es dann weitergehen mit diesen Network Fundamentals. Ja, da haben wir dann alles, wie das Internet funktioniert. Ja, also was ist überhaupt das Internet? LAN, was sind die USI-Modelle? Dann haben wir hier eine Mystery Chest, keine Ahnung. Packets and Frames, also Pakete und Frames, also wie Pakete halt hin und her geschickt werden. Lokal, wahrscheinlich über USB, aber auch übers Netz, und dann natürlich auch noch das Netzwerk an sich, die Firewall, und dann wird es auch schon mit Modul 3 gehen. Das heißt, wir machen jetzt immer Modul für Modul, einfach damit wir die wichtigsten Sachen zusammenhalten, und dann arbeiten wir uns hier langsam durch. Das sind 7 Module und dann haben wir zumindest das erste Modul fertig. Genau, ich will euch noch mal die klassischen Views zeigen. Das war so der klassische View damals. So sah das damals tatsächlich aus, und
So sieht es denn jetzt aus. Okay, warte mal eben. Was steht hier nochmal genau? Dieser Kurs ist so konzipiert, dass du deine Fähigkeiten Schritt für Schritt aufbauen kannst. Jeder Abschnitt bereitet dich auf den nächsten vor. Melde dich an, um die Lektion der Reihe nach durchzuarbeiten und erhalte deinen Abschluss, sobald du fertig bist. Ich weiß nicht, ob wir hier für irgendwo das brauchen. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Kurs wieder.